ist Montagmorgen, der 27. Juni. 7:45. Ein bisschen spät. Aber es sind so viele Leute am Morgenbuffet und da müssen wir ein bisschen warten. Hier im Bivi, in Breckenridge. Ich habe jetzt 3 Nächte hier verbracht. Pause gehabt und hoffe, es hat jetzt gut getan und habe wieder ein bisschen Energie tanken. Jetzt warte ich hier auf den Bus. Am 21. Uhr kommt der Bus. Ja. Tag Nummer 63 war das. Und ich habe jetzt auch ein bisschen die 3 Nächte hier verbracht, weil wegen dem Wetter. Gestern Nachmittag hat es nur noch geregnet. Und jetzt die nächsten 3 Tage sieht es ein bisschen besser ausgesehen. Ich hoffe vor allem morgen, dass es gut wird. Weil morgen geht es über die hohen Berge. Ich habe jetzt etwas zu essen dabei für 2,5 bis 3 Tage. Und weil der gar nicht, komme ich am Interstate 70 vorbei und dann kann ich wieder nach Dillon. Es ist jetzt 5 vor 9 Uhr. Der Bus hat mich jetzt am Trailhead ausgeladen. No worries. Alright, thanks. Es war jetzt 1 und ich glaube, ich mache jetzt hier eine Mittagspause. Okay, jetzt hier auf den Stamm. Ein bisschen im Schatten. Und was es zum Mittag gibt, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, ein Thunfisch. Und eine Tortilla in etwas so. Es ist 1:45 und die Mittagspause ist schon wieder vorbei. Ich habe mich wieder weg gemacht, da ich doch noch ein paar Meilen machen will heute. Es ist jetzt 10 vor 4, oder? Nein. 10 ab 4 ist jetzt. Und hier trennen sich die 2 Wanderwege. Der Colorado Trail geht hier nach rechts über den Pass. Und
Continental Divide Trail. Geht hier links. Links über die verschiedenen Berggipfel, über den Grat. Jetzt ist alles ab der Baumgrenze. Und es hat zwar ein paar dunkle Wolken rum. Jetzt muss ich noch ein bisschen übersteigen. Es ist jetzt 5:35 und ich bin auf dem Whale Peak. Und ich sehe schon die Aussicht für morgen. Dort hinten rum geht es, der Hinterkamm. Und es sind 2 Gipfel drin, so hoch hinten vor der. Das ist Grace Peak, meinte ich. Da drüben geht es morgen. Ach, auf der anderen Seite ab. Puh. Es ist jetzt 7:30 und jetzt glaube ich jetzt stelle ich mein Zelt, das mag ich nicht mehr, 7:30. Und da am Tal unten regnet es jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob es etwa noch Hubert drückt. Ich muss jetzt einfach schauen, irgendwas Flachplätzchen zu finden. Nicht so viel Klaus hier oben. Es ist 7:45 und ich habe das Zelt noch einmal zusammengepackt, nachdem es aufgehört hat zu regnen. Es war nicht ein gutes Plätzchen. Ich
bisschen Scheps gsi. Und dann geht es noch eine halbe Stunde bis zum Pass. Und dann werden wir dort schauen. Heute ist Tag 64 von meiner Wanderung. Dienstag, der 28. Juni, 10:07. Ich habe jetzt gerade die Passstrasse ein bisschen ablaufen, zum Wasser holen. Die erste beste Glunke habe ich dann angehalten und habe Wasser gefiltert. Glunkenwasser. Eiskaltes Wasser müssen durch den Filter durchdrücken, kalte Hände geben. Jetzt laufe ich gerade in den Pass rüber und dann geht es los. Nicht gut geschlafen. Ich habe ständig die Luftmodulation aufblasen. Schlimm mit dieser Luftmodulation. Gerade frischiger Posten. So geht das nicht. Auf 3690 Meter aber gewesen. Von der Temperatur her kein Problem gewesen. Einfach die hohe Luftmodulation. Der erste Gipfel vom heutigen Tag. Ich bin auf dem Weg ab zum zweiten Gipfel, der Geneva Peak.
So, das war Gipfel Nummer 3, Sullivan Mountain. Und Gipfel 4 ist auch nicht weiter weg, ist Santa Fe Peak. Das war da hinten. Und dann geht es rüber. Gerade oben. Und nachher dort auch. Wir sehen so Strommasten dort hinten. Dort oben geht es und alles und gerade nach oben. Und der Hechi, der vorne der Hechi, das ist der Grace Peak. So, das war Gipfel Nummer 4, Santa Fe Peak. Es war jetzt gerade 10 Uhr und ich bin jetzt abgebogen auf die Alternativroute, Argentine Spine Route. Ich gehe über die Gerade und die Originalroute geht ab ins Tal. Gipfel Nummer 5, der Decatur Mountain, glaube ich so etwas. es geschafft. Jetzt ist der bisschen einfach bis zum Aufstieg zum Grace Peak. Da wird noch ein bisschen Kräfte zählen. Aber es macht jetzt
etwa 12:30 Uhr. Sehr anstrengend gewesen. Ja, lustig. Das Dach scheint nicht mehr dicht zu sein. Es hat Schnee drin. Wenn man so stinkt, das plötzlich Sachen, was nicht so zieht. Es ist jetzt 5 vor 1 und ich gehe jetzt gescheiter weiter, damit ich etwa von dieser Höhe runterkomme. Nicht, dass ich noch hier oben bin, wenn es Gewitter durchzieht. Das war jetzt ein Katzensprung hier zum Gipfel Nummer 6, Argentine Peak. Jetzt habe ich hier oben gerade noch ein paar Leute getroffen. Wir sind mit dem Auto hier gefahren. Mit Ken und Cassie. Dann haben wir noch ein Getränk offen wird. Weil Wasser ist jetzt nicht so viel hier oben. Wir müssen ein bisschen sparsam umgehen. Ja, und jetzt ist die Alternativroute das Ende. Ich bin jetzt wieder im offiziellen DDT unterwegs. Wettertechnisch sieht es momentan noch ganz gut aus, Grace Peak. Es hat hier und da, ich sehe jetzt, wenn es regnet, zum Beispiel da hinten. Da hinten regnet es gerade. Und da sieht es nicht allzu schlimm aus. Da kommt auch der Wind. Ich hoffe das Beste. Also, ich habe es geschafft. Gipfel Nummer 7, Mount Edwards. Jetzt fehlt noch einer.
glaube ich. Gerade so etwas zwischen Schneelen und Hageln. Das war wieder anstrengend auf Gipfel Nummer 8, Grace Peak. So, das war ja der letzte Gipfel für heute. Jetzt geht es noch runter. Es ist jetzt am Abend 20 vor 10 und ich bin hier im Apartment vom Erik. Erik habe ich getroffen gestern. Er war mit dem Velo unterwegs, mit dem Mountainbike. Und hat eine Pause gemacht, als ich dazu gelaufen bin. Dann haben wir miteinander reden und dann haben wir die Telefonnummer austauscht und er hat gesagt, aber dass er da ein Apartment hat und ich dürfte jederzeit da das Apartment nutzen. Da. Er ist jetzt 4 Tage nicht da und sie ihm gleich und zuerst habe ich gesagt, nein, das ist schon gut. Und dann heute, als ich dann so gut drin war, habe ich dann gedacht, ja, wenn ich bei Zeiten zurückkomme auf Dillen, könnte ich gleich hier übernachten. Ja. Ich habe aber zugemessen auf Dillen hauptsächlich wegen der Luftmatratze. Und gestern, das war eine Katastrophe zum Schlafen. Nach einer Stunde bin ich wieder am Boden rausgelegen. Keine Luft mehr drin. Nicht gut geschlafen. Und jetzt habe ich hier eine Verwischung gekauft in Dillen. Und ich habe dann auch gleichzeitig noch Lebensmittel gekauft für die nächsten 4 Tage. Ja, so ist das. Jetzt gehe ich duschen. Und dann schon gleich liegen. Und morgen möchte ich eigentlich wieder weiter. Obwohl es ist eigentlich sehr verlockend hier zu bleiben.